Hallo bei Ride On with Friends. Heute geht es mal wieder um Gadgets, nicht nur zum Motorradfahren. Ja, hallo, mein Name ist Jürgen von Ride On with Friends und ich darf dich ganz herzlich zu dem neuesten Produkt von Carboride, den W702 Plus, dem CarPlay-Tablet, wie ich ihn nenne, begrüßen. Carboride hat mir vor einigen Wochen diese neue Innovation zum Testen bereitgestellt. Auch nochmal vielen Dank an Carboride. Und ich glaube, das ist jetzt aktuell das erste Video weltweit, das so detailliert auf das neue Produkt und seine Funktionen eingeht. Wie immer auch mit einem etwas kritischen Blick. Das ganze Video ist etwas länger und deswegen in Kapitel gegliedert. Wenn euch das interessiert, dann legen wir jetzt los und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Saison 2026. Bis dann, euer Jürgen. Ja, es geht in diesem zweiten Video über das neue Carboride W702 Plus. Eine komplett neue Produktfamilie von Carboride. Was sich genau hinter dem Plus verbirgt und ob ihr eventuell zu der Zielgruppe gehört, das erzähle ich euch in diesem Video. Stellt euch auf einen umfangreichen und hoffentlich interessanten Beitrag ein. Achtung Spoiler! BMW-Motorradfahrer müssen sich noch gedulden. Wer sich eine Steuerung der Apps über das BMW Wonderwheel oder einen integrierten Adapter für den BMW Navi-Halter wie in der BS-Serie erhofft hatte, wird enttäuscht. Und alle anderen, die wie ich einen integrierten Akku erwartet haben, leider auch. Aber vielleicht hilft es, wenn weiter Kunden und Interessenten bei Carboride ihre Wünsche mitteilen. Das hat ja auch bei der 602 BS geklappt. Dennoch dürfen wir uns alle auf eine neue Innovation freuen, ein CarPlay-Tablet. Da es zum Carboride W702 Plus mit Stand März 2026 weltweit noch sehr wenige Informationen gibt, habe ich meine Erkenntnisse auf Basis vieler Anfragen aus der CarPlay-Community ausführlich behandelt und in folgende Kapitel gegliedert. Ich hoffe, dass für jeden einige wichtige Informationen dabei sind. Aber fangen wir von ganz vorne an und deswegen zunächst der obligatorische 20-Sekunden-Disclaimer und Werbeblock. And now, a short commercial break. Carboride entwickelt seit über 12 Jahren smarte Fahrzeug-Gadgets. Seit 2023 teste ich für den deutschsprachigen Raum ausgewählte Produkte schon vor dem Marktstart. Mein Feedback fließt direkt in die Weiterentwicklung der Hard- und Software ein. Unter anderem habe ich das neue OTA-Update-Verfahren über Wireless LAN mit angestoßen. Für mein Engagement bekomme ich einen Community-Rabattcode und bei Käufen eine kleine Provision zur Weiterentwicklung meines YouTube-Kanals. Ich selbst bin allerdings nicht für die Produkte und den Support von Carboride verantwortlich. Starten wir mit Kapitel 1, einem kurzen Rückblick mit der Frage, warum nun eine neue Carboride-Produktfamilie entwickelt wurde. Ich habe mich in den letzten Jahren zwangsläufig aufgrund von Problemen mit meinem BMW Navigator und Garmin intensiv mit neuen Planungstools und leistungsfähigen Navigations-Apps für das Smartphone beschäftigt und bin immer noch überzeugt, dass jede App auf dem Smartphone besser ist als die meisten teuren Navis. Aber wer schon mal direkt am Lenker sein Smartphone montiert hatte, kennt das Problem. Man investiert oft ordentlich Geld in Halterungen mit Schwingungsdämpfern, nur damit die Kameraelektronik oder der Ladeport nicht draufgehen. Bei mir kam aber noch ein anderes Thema dazu. Die Sonne. Wird das Handy zu heiß, schaltet es einfach ab. Hinzu kam das schlechte Handling und die kleine Monitorgröße. Gerade da haben CarPlay-Systeme, die ich bereits aus dem Auto kannte, gepunktet. Große, robuste Monitore und ein einfaches Bedienkonzept mit CarPlay, das mich sicher und ablenkungsfrei durch den Verkehr führt und trotzdem das Fahrerlebnis wesentlich verbessert.
Vor allem bei Stadtfahrten, wie zum Beispiel durch München, schätzt man bei viel Verkehr das Handling und den übersichtlichen 7-Zoll-Monitor. Wenige Motorradhersteller wie zum Beispiel Honda haben das bereits erkannt und CarPlay im TFT-Display integriert. BMW Motorrad gehört da leider nicht dazu. Dennoch habe ich auch immer wieder bei längeren Touren auf mein altes Navi und Smartphone zurückgegriffen. Die Gründe waren sehr unterschiedlich. Zum einen wollte ich aufgrund der Akkulaufzeit meines Smartphones nicht permanent mit dem Smartphone navigieren und auf der anderen Seite waren bestimmte Apps leider noch nicht für CarPlay kompatibel oder die CarPlay-Version hatte zum Testzeitpunkt noch nicht alle Funktionen im Vergleich zu der nativen App. Carporite hat mit dem neuen W702 Plus die Anforderungen nun umgesetzt. Man könnte fast sagen, das Beste aus zwei Welten vereint. Ein CarPlay-Monitor, der zusätzlich zu den CarPlay-Funktionen nun wie bei einem Tablet die Installation von Apps aus dem Google Play Store ermöglicht, um zum Beispiel nun auch mit den nativen Apps ohne Smartphone offline navigieren zu können. Und das ist nun mit dem integrierten GPS-Sensor und dem eigenen Android-Betriebssystem auch möglich. Damit sind nun für uns Motorradfahrer unterschiedlichste Einsatzszenarien vorstellbar. Aktuell sehe ich für mich, dass ich bei Ad-Hoc-Tagestouren ohne große Planung tendenziell immer mit einer übersichtlichen CarPlay-App wie MyRoute App oder Google Maps unterwegs bin und bei längeren Touren eher mit einer nativen App wie Curvica für On-Road und OSM Ant für Offroad-Touren. Bevor wir inhaltlich in weitere Details einsteigen, zunächst einmal zur Begrifflichkeit CarPlay Tablet. Ich höre jetzt schon einige sagen, dass das kein Tablet ist. Ja, das stimmt. Für mich ist es ein CarPlay Tablet. Vergleicht man das W702 Plus mit einem vollwertigen Tablet, dann stimmen zwar einige Produktmerkmale überein, aber es fällt jedoch gleich auf, dass kein Akku und LTE-Modem verbaut ist. Normale Tablets können hingegen auch kein CarPlay. Der W702 Plus ist eher ein Auto-CarPlay-Monitor plus eigenem Android-Betriebssystem mit Speicher, GPS-Sensor und eine umfangreiche Zusatzausstattung in einem konkurrenzlosen Preis-Leistungs-Verhältnis. Werfen wir einen Blick auf die Packliste des W702 Plus. Ausgeliefert wird wie gewohnt und sicher verpackt die Systemeinheit mit einem hochwertigen 7-Zoll-Monitor und entsprechender Zusatzausstattung. Hierzu gehören zwei Dashcams in HD-Auflösung mit 140 Grad Weitwinkel, eine bereits vormontierte Sonnenblende, die Stromkabel mit Anschluss für die Batterie, eine kabelgebundene Fernbedienung, eine RAM-Mount-Halterung für den Lenker, ein englisches Handbuch, eine 64 GB SD-Karte und einen kleinen Gabelschlüssel. Schauen wir uns die Hardware-Komponenten im Detail an. Zunächst zur Systemeinheit und dem Monitor. Das Gehäuse macht wie immer einen robusten Eindruck, natürlich staub- und wasserdicht nach IP67 Standard. Neu ist, dass ein vollwertiges Android 14 Betriebssystem mit 4 GB Speicher installiert ist. Eine 64 GB MicroSD Speicherkarte findet man im Laufwerk an der unteren Seite. Man kann eine bis zu 256 GB große Speicherkarte nutzen. Neu ist, dass nun auch ein GPS-Sensor integriert ist. Den hochwertigen 7-Zoll-Monitor mit Sonnenschutz und Helligkeitssensor sowie den RAM-Mount-Kugelkopfhalter kennen wir bereits aus anderen CarPlay-Serien. Leider hat man immer noch keine Batterie verbaut. Auch der vorhandene USB-C-Anschluss kann nur von Carporite selbst für Software-Tests und nicht als Stromversorgung genutzt werden. Ein großer Nachteil, da man alle Installationsarbeiten wieder ausschließlich am Motorradlenker mit Spannungsversorgung durch die Motorradbatterie durchführen muss.
Auch der verbaute Kabelstrang auf der Rückseite mit insgesamt 4 Kabeln ist bei der Montage am Motorrad eine kleine Herausforderung. Wieder ein kleiner Spoiler zu den neuen Möglichkeiten, die das W702 Plus bezüglich der Navigation bietet. Wie bisher kann man mit seinen Android Auto oder Apple CarPlay Apps, die auf dem Smartphone laufen, navigieren und auf dem CarPlay Monitor streamen. Jetzt kommt noch dazu, dass man native Apps aus dem Google Play Store im W702 Plus installiert und das Smartphone nur noch als Hotspot für Online-Informationen nutzt. Also Kartenmaterial, Verkehrs- oder Wettermitteilungen etc. Die dritte, für mich spannendste Variante ist allerdings, dass man auch ohne Smartphone mit Offline-Kartenmaterial der jeweiligen App navigieren kann, da ja ein GPS-Sensor verbaut ist. Gerade wenn man in Gegenden ohne gute Internetverbindung unterwegs ist, bietet sich das ja an. Kommen wir zur kabelgebundenen Fernbedienung. Vorweg, ich finde den Nutzen der Fernbedienung so gering, dass ich mir überlege, sie wieder zu demontieren. Es ist kein Vergleich zu den Funktionen, die man mit einem BMW Wonderwheel hat. Die wenigen Funktionen kann ich besser über den Touchscreen oder über Spracheingabe machen. CarPlay muss hier dringend nachbessern. Dabei sind auch 2 Dashcams, die jeweils in HD-Qualität bei einem Weitwinkel von 140 Grad aufnehmen. Man kann auch damit fotografieren. Von 1 Minute bis maximal 5 Minuten kann man rollierend auf der Speicherkarte das Verkehrsgeschehen nach vorne und hinten aufnehmen. Ein schönes Gimmick, wie ich finde, das dann wichtig wird, wenn man bei einem Unfall ein Beweisvideo von seiner Unschuld benötigt. Man kann natürlich die Fahrvideos allerdings nur in HD-Qualität auch für den privaten Gebrauch heranziehen. Wie steht ihr zu Dashcams? Schreibt es in den Kommentar. Kommen wir zum Schluss, bevor wir uns mit der Software und dem praktischen Einsatz auf dem Motorrad beschäftigen. Die mitgelieferte RAM-Mount-Halterung für den Motorradlenker ist von hoher Qualität. Ich nutze dennoch einen Original-Klemmhalter, den ich einfacher an meinem Motorrad montieren und demontieren kann. Die Bedienungsanleitung in Englisch ist sehr einfach gehalten und gibt leider nicht zu allen Systemeinstellungen und Funktionalitäten eine Antwort. Vieles ist zwar selbsterklärend, aber gut, dass es hier den auskunftsfreudigen CarPlay Support und manches CarPlay Forum gibt. Den mitgelieferten Gabelschlüssel könnte sich CarPlay einsparen. Ohne eigenes Werkzeug ist die Montage am Motorrad nicht möglich. Es fehlt außerdem noch ein Schraubendreher. Und leider werden auch keine Bluetooth-fähigen Reifenfülldrucksensoren mitgeliefert. Die alten Sensoren vom W702 Pro TPMS sind nicht kompatibel und neue werden aktuell noch nicht angeboten, was zum Verkaufsstart eigentlich nicht vorkommen dürfte. Bleibt zu hoffen, dass hier CarPlay schnellstmöglichst nachbessert. Jetzt starte ich das W702 Plus und gehe dann auf die wichtigsten Funktionen ein. Schon beim Booten wird stolz darauf hingewiesen, dass ein Octa-Core-Prozessor eingebaut ist. Die 8-Core-CPU ist sehr leistungsfähig. Man kann übrigens aktuell das Boot-Logo nicht personalisieren. Nach erfolgreichem Start landet man schließlich im Hauptbildschirm. Sind die Einstellungen schon getätigt, dann wird automatisch, falls verfügbar, das konfigurierte Wireless LAN und/oder das gekoppelte Smartphone verbunden. Drückt man auf die Schaltfläche am oberen Bildschirmrand, die auf jeder Bildschirmmaske eingeblendet wird, dann kann man die Lautstärke oder die Bildschirmhelligkeit einstellen. Verbaut ist auch ein Helligkeitssensor, der zum Beispiel bei Fahrt durch einen Tunnel automatisch die Bildschirmhelligkeit anpasst. Drückt man auf das Haussymbol, springt man auf den Hauptbildschirm zurück oder mit dem Pfeil nach links in den vorherigen Bildschirm. Selbstverständlich ist, dass der Touchscreen auch mit Motorradhandschuhen bedienbar ist. Deswegen sind die meisten Schaltflächen auch entsprechend groß designt.
Und ein Tipp für diejenigen, die noch mit alten, nicht leitfähigen Handschuhen unterwegs sind. Entweder einmal in neue touchfähige Handschuhe investieren oder für ein paar Euros Digi-Skins zum Aufkleben kaufen. Das funktioniert. Das W702 Plus besitzt ein sogenanntes Tire Pressure Management System, TPMS, also eine integrierte Reifenfülldruckkontrolle. Hier kann man den oberen und unteren Grenzwert für eine Warnmeldung einstellen und dann werden 2, 3 oder 4 Räder überwacht. Das Problem ist nur, dass die verfügbaren Reifenfülldrucksensoren mit Bluetooth-Schnittstelle von Carburite zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte März 2026, noch nicht lieferbar sind. Vom Hauptbildschirm kommt man mit einem Wischen nach rechts auf das Dashboard der installierten Google Play Store Apps. Bereits im Standard sind einige Apps installiert. Ich teste natürlich gleich, ob mein YouTube-Kanal angezeigt werden kann. Und siehe da, mit einer Internetverbindung geht alles. Die Ausgabe des Tones erfolgt natürlich über meinen Bluetooth-Kopfhörer. Aber bitte nicht während der Fahrt nutzen, sondern eher beim Warten auf die Fähre oder bei einer Pause am Parkplatz. Ride on with friends, durch den warmen Wind. Wenn der Asphalt brennt, fühl ich mich wie ein Kind. Ride on with friends, und die Zeit bleibt stehen. Nur wir und die Welt, die sich weiter dreht. Kein Plan, kein Ziel. In der App GPS Test Plus kann man nicht nur seinen aktuellen Standort orten, sondern auch die Empfangsqualität des GPS-Sensors prüfen. Es werden unter anderem die Anzahl der genutzten Satelliten angezeigt und die Genauigkeit der Ortung in Meter. Die App ist aber auch eine Navigationsanwendung. Man kann den Bildschirm in den Nachtmodus schalten, seine aktuelle Position speichern oder eine beliebige Zielkoordinate eingeben, zu der man navigieren möchte. Zum Beispiel in der Wüste die nächste Oase. Über Fahrtenkreuz mit dem Abstand zum Ziel und Kompass lässt es sich dann entspannt dorthin navigieren. Vom Hauptbildschirm gelangt man durch Drücken des Pfeiles in der Mitte des Bildschirms auf die vorinstallierte Google Map Karte. Wurde die Karte nicht lokal gespeichert, dann benötigt man natürlich einen Hotspot, um damit navigieren zu können. Selbstverständlich kann man nach Bedarf eigene Apps aus dem Google Play Store installieren. Begrenzt wird man hier nur durch die Speichergröße der Speicherkarte. In den Play Store kommt man mit der App Google Shop, vorausgesetzt, das W702 Plus ist über einen Hotspot, zum Beispiel mit dem Smartphone und dem Internet verbunden. Sind die Apps dann erfolgreich installiert, dann tauchen diese im Google Dashboard auf und können von dort aus durch Anklicken gestartet werden. Das W702 Plus ist multitaskingfähig, das heißt, solange eine App nicht aktiv beendet wird, läuft sie im Hintergrund weiter. Auf dem Hauptbildschirm kann man links oben den Multitasking-Schalter drücken und die Apps dann beenden. Praktisch ist, dass man Navigationskarten für eine komplett offline-fähige Navigation direkt auf das W702 Plus laden kann, also unabhängig vom Mobilfunknetz unterwegs ist. In meinem Beispiel nutze ich dafür OSM End. Schön wäre es allerdings, wenn Carburite bei der MicroSD-Karte nicht bei 256 GB Schluss machen würde. Gerade für große Karten und zusätzliche Apps wäre mehr Speicher echt hilfreich. Und auf längeren Touren kommt da bei mir garantiert noch einiges zusammen. Noch bin ich allerdings nicht an der Grenze von 4 GB internem Speicher und 256 GB MicroSD-Karte angekommen.
Die Performance des Systems ist übrigens fantastisch. Man sollte auch darauf achten, dass man regelmäßig den Speicher refresht bzw. laufende Apps auch beendet. Bevor wir ans Motorrad gehen, möchte ich noch zum Schluss der Demonstration zeigen, dass das W702 Plus selbstverständlich auch ein echtes Apple CarPlay oder Android Auto System ist. Man kann nun konfigurieren, ob die Bildschirmleiste rechts oder links angezeigt wird. Besonders gelungen finde ich, dass man ganz einfach zwischen dem Android-Betriebssystem mit seinen nativen Apps und dem CarPlay-kompatiblen Anwendungen wechseln kann. Dadurch entsteht praktisch ein echtes Multitasking-System, bei dem beide Welten parallel nutzbar sind. Hier am Beispiel von Google Maps demonstriert. Jetzt gehen wir mal ans Motorrad und drehen eine kleine Runde. Aktuell habe ich das W702 Plus an meiner Vogue 300 Rallye montiert. Im Moment nutze ich die native App OSM End mit einer lokal gespeicherten Karte. Das bedeutet, ich navigiere komplett offline und arbeite nur mit dem integrierten GPS-Sensor. Wie bereits erwähnt, verwende ich für die Systemeinheit den originalen Klemmhalter von Remount. Mit der Verkabelung aller Komponenten bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz zufrieden, aber für eine kleine Demo reicht das im Moment völlig aus. Da ich die Systemeinheit nach jeder Fahrt wieder demontiere, muss ich vor dem Start zunächst die beiden Kupplungsstecker mit der Verkabelung am Motorrad verbinden und anschließend den Verschluss fest zudrehen. Die kabelgebundene Fernbedienung lässt sich aktuell nur direkt am Lenkergriff befestigen. Die beiden Dashcams habe ich übrigens nicht verschraubt, sondern einfach mit den mitgelieferten Klebestreifen montiert. Jetzt geht's los. Über die Fernbedienung schalte ich zuerst einmal die beiden Dashcams ein. Im Split-Modus werden die beiden Kamerabilder zwar etwas verzerrt dargestellt, im Single-Modus liefern die Kameras aber wie erwartet ein wirklich ordentliches Bild. Auch die Navigations-App macht genau das, was ich mir davon verspreche. Der integrierte GPS-Sensor arbeitet zuverlässig und findet schnell ein stabiles Signal. Auch das Apple CarPlay arbeitet wie gewohnt. Kommen wir im letzten Kapitel zu meinem persönlichen Fazit nach vielen Wochen intensiver Tests. Zuerst einmal die Frage, was bekommt man beim W702 Plus eigentlich für sein Geld? Im Grunde einen hochwertigen 7 Zoll Monitor mit Android 14 Betriebssystem, integrierten GPS-Sensor sowie Unterstützung für Android Auto und Apple CarPlay. Dazu kommen eine kabelgebundene Fernbedienung und 2 integrierte HD Dashcams. Was ist mir bei dem Gerät besonders positiv aufgefallen? Ganz klar, die einzigartige Kombination aus einem echten CarPlay-Monitor und einem vollwertigen Android-System. Dadurch hat man jetzt die Möglichkeit, nahezu jede App aus dem Google Play Store zu installieren und den Funktionsumfang deutlich zu erweitern.
Selbst Apps, die aktuell noch nicht Android Auto fähig sind, zum Beispiel Kalimoto, lassen sich so direkt als native App nutzen. Durch den Parallelbetrieb beider Welten und die Multitasking-Funktion entsteht ein sehr flexibles Nutzungskonzept, das gerade für uns Motorradfahrer viele neue Möglichkeiten eröffnet. Ein paar Punkte gibt es allerdings auch, bei denen Carporite aus meiner Sicht noch nachbessern könnte. Die kabelgebundene Fernbedienung bietet für mich persönlich nur einen sehr begrenzten Nutzen. Hier hätte ich mir ein deutlich besseres Bedienkonzept gewünscht. Zum Beispiel die Möglichkeit, über die Steuerung Apps auszuwählen und zu starten oder innerhalb einer App ähnlich komfortabel zu navigieren, wie man es etwa vom BMW Wonderwheel kennt. Auch das integrierte TPMS-System kann aktuell noch nicht genutzt werden. Zwar ist die Funktion bereits im System vorhanden, allerdings sind die passenden Ventilkappensensoren zur Messung des Reifenfülldrucks derzeit noch nicht verfügbar. Ein weiterer Punkt ist der Kabelbaum. Die verschiedenen Leitungen für Kameras, Fernbedienung und Stromversorgung im Motorrad sauber zu verlegen, kann bei der Montage durchaus eine kleine Herausforderung sein. Selbst wenn man auf Kameras und Fernbedienung verzichten möchte, bleibt ein kleiner Kabelbau mit insgesamt 4 Anschlüssen am Gehäuse bestehen. Positiv ist allerdings, dass der Adapter verschraubt und wasserdicht ist. Dadurch lässt sich zumindest die Systemeinheit relativ schnell vom Motorrad abnehmen. Aktuell kann das W702 Plus ausschließlich über die mitgelieferte RAM-Mount-Halterung montiert werden. Ob künftig vielleicht eine spezielle BMW-Version oder eine passende Adapterlösung geplant ist, bleibt momentan noch offen. Auch die Bedienungsanleitung könnte aus meiner Sicht etwas ausführlicher sein, da selbst für technisch versierte Nutzer nicht alle Funktionen und Einstellungen ausreichend erklärt werden. Zum Abschluss hätte ich noch 2 persönliche Wünsche an Carporite. Zum einen wäre die Unterstützung größerer Micro-SD-Karten sinnvoll, gerade wenn man viele Karten oder Apps installieren möchte. Und zum anderen wäre ein integrierter Akku wirklich praktisch, damit man den Monitor, ähnlich wie ein Tablet, auch einmal im Hotelzimmer oder bei der Tourplanung abseits vom Motorrad nutzen kann. Vielleicht ist das an der einen oder anderen Stelle auch ein Jammern auf hohem Niveau. Unterm Strich überwiegen für mich jedoch ganz klar die Vorteile gegenüber reinen CarPlay-Lösungen und deshalb gibt es von mir eine eindeutige Kaufempfehlung. Denn die Kombination aus klassischem CarPlay und der Möglichkeit, zusätzlich native Apps aus dem Google Play Store zu installieren, ist in dieser Preisklasse aktuell wirklich einzigartig. Dadurch eignet sich das System für ganz unterschiedliche Einsatzbereiche beim Motorradfahren. Egal ob On-Road oder Off-Road, lange Touren oder kurze Tagesausfahrten. Gerade für Fahrer, die auch gerne einmal offline unterwegs sind, bietet das System viele neue Möglichkeiten. Mit dem W702 Plus hat Carporite im Grunde ein echtes CarPlay-Tablet entwickelt, das für Motorradfahrer schon sehr viele Wünsche erfüllt. Bleibt nur zu hoffen, dass vielleicht irgendwann auch eine kompaktere 6 Zoll BMW Edition kommt. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis für alle, die sich mit dem Gedanken spielen, das Gerät zu kaufen. Gerade in den letzten Wochen und während der Black Weeks haben wir in der Community viel Erfahrungen gesammelt. Nicht jeder Rabattcode mit angeblich 32% hält am Ende auch wirklich, was er verspricht. Deshalb lohnt sich immer ein genauer Blick vor dem Kauf. Manche Codes sehen gut aus, werden aber an der Kasse nicht vollständig abgezogen. Wenn du bestellen möchtest, empfehle ich dir den offiziellen Carporite Shop. Dort bekommst du in der Regel die aktuellsten Geräteversionen und den direkten Support.
Auf großen Verkaufsplattformen kann der Preis zwar manchmal etwas niedriger sein, allerdings handelt es sich dort häufig um ältere Serien. Und wenn du dich mit anderen Motorradfahrern austauschen möchtest, schau gerne ins Carburite Forum oder in die Facebook-Gruppe Carburite deutschsprachige Gruppe. Dort gibt es viele Erfahrungen, Tipps und hilfreiche Hinweise aus der Community. Bis dann, dein Jürgen. Motor an, Helm sitzt fest, Sonne brennt, alles jetzt. Flipflops im Rucksack, Salz auf der Haut, Landstraße flimmert, Himmel zu laut, Tank fast leer, doch das Herz ist voll. Wir jagen den Horizont, Kilometer für Kilometer. Oh yeah. Ride on with friends, durch den warmen Wind. Wenn der Asphalt brennt, fühl ich mich wie ein Kind. Ride on with friends, und die Zeit bleibt stehen. Nur wir und die Welt, die sich weiter dreht. Lachen im Rückspiegel, Insekten im Visier, Playlist viel zu laut, doch ich hör nur dich und mich hier. Kurve nach Kurve, die Luft schmeckt nach Meer. Wir fahren dem Abend nach und lassen den Tag hinterher. Hey! Ride on with friends, durch den warmen Wind. Wenn der Asphalt brennt, fühl ich mich wie ein Kind. Ride on with friends, und die Zeit bleibt stehen. Nur wir und die Welt, die sich weiter dreht. Kein Plan, kein Ziel, nur das Gefühl. Jede Ampel grün, weil heute alles will. Und wenn der Sommer geht, bleibt in mir dieses Bild von uns auf zwei Rädern, frei wie wir sind. Wow. Ride on with friends, durch den warmen Wind. Wenn der Asphalt brennt, fühl ich mich wie ein Kind. Ride on with friends.